Guten Abend, Damen und Herren. Hier ist Barbara Elichmann und mein Name ist Explosiv. Ja, nee. Herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Liest Titel Covenant. Mein Name ist Jokekiller. Und wir hauen jetzt mal Amon auf den Sack. Ach ja. Falls man es sieht, Steam-Overlay-mäßig, der Rache-Engel. Sei gegrüßt. Und viel Spaß mit Möbius Final Fantasy. Oder Mobius. Boah, ich hab trainiert, ey. Yeah. He's always been this scary. Come on, don't be such a wimp. Boah, lasst euch sagen, mein Controller ist gerade abgegangen. Der hat gerade vibriert wie Sau. Und ich glaube tatsächlich... Nein, er hat keine Karin dabei. Ja. Was hast du nochmal? Ein Symbolmagie eigentlich? Ja, kurieren und aufstehen ist praktisch. Wir machen eine Combo mit Jubel. Alter, die Musik. Die geht gerade ab. Ja, ich höre schon auf. Barbaria. Und wir beginnen gleich mal, indem wir den folgenden tun. Und zwar den dritten Schlüssel. Ich halte mal kurz die Fresse, weil ich mich konzentrieren muss. Standard. So. Und Viel. Wie das aussieht. Und mit dem machen wir noch ein Goldspitz. Alter, der ist schon halb tot. The fuck? War das immer schon so einfach? Oder bin ich einfach dieses Mal beim Durchspielen extrem überlevelt? Ja, jetzt könnte es gleich wehtun. KW, ja! Oder war das eher eine Neo-Kiko-Kanone? Oh, der ist sogar schneller und greift dann gleich nochmal. Naja, Geistgespenst. Alter, wie wird den gerade verprügeln? Was ist los? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass er immer so einfach war. Oh, ich habe ein Gefühl, was er gleich macht. Wenn er das macht, was ich denke, was er gleich macht, tut's weh. Okay, Amon, du bist am Ende. Du hast abgegessen. Alter, was ist los? Der ist gleich tot. What the fuck? Okay, passt auf. Ich lasse ihm noch eine Runde. Ich bin fairer Sportsmann und lasse ihm noch eine Runde. Kann der das überhaupt? Ich hoffe, dass er das kann. So ist ein bisschen nicht durch. Hier, ja, er macht's. Geil. Also, nicht so geil, aber... Naja. Genki Dama. Beziehungsweise, wie hieß das? Boah, wie hieß die? Urknall-Attacker. Big Bang Attack. Ja. Jetzt bist du aber am Arsch. Boah, sind die schwach hier alle. Das war ja gar nichts. Das hätte ich im letzten Part noch machen können. Guck mal, 5 Minuten. Das hätte ich im letzten Part noch machen können. Boah, wie scheiße. 680 Erfahrung, 105 Seelen. Und jetzt haben wir
Eine neue Fusion, hey. Hier drin. Alter, die Musik. Die Ambience, dieses... Das wird aber höher. Juri. Alles wird gut. Ich hab so ein Gefühl. Albert. Wesker. Ja, komm, setz dich hin, wir müssen nicht die Welt retten. Soll ich dir noch einen Tee machen? I never thought I'd see you again. Ich liebe seine Stimme übrigens. Nice place, isn't it? It's so very quiet and serene. A place of pure peace. Den Ort werden wir noch sehen. It's quite beautiful. It's your home within you. It is in fact your true home. My home? Yes. I live in a small corner of your memory, one that you've nearly forgotten. So tell me, are you still fighting these days, young man? I guess so. It was Rasputin that I was actually after. He was my true enemy. Huh. It is ironic that you, my former foe, should now be the one fighting him. Yeah, it's pretty funny. Imagine me following in your footsteps. But the way I am now, I don't think I can win. For Asmodeus, who spreads hate and malice among men, there is no greater joy than to see mankind slaughter each other. Order will be broken apart, and chaos set in its place. That is the future that Rasputin seeks, my friend. That's what you were trying to prevent him from doing. And it's my fault he's made it this far, is that right? It's true. But don't be discouraged. You defeated me and managed to expel a god. You may still be able to change the future if you can harness Amon's power. Zähmen. Yeah, maybe you're right. But is this future I can create going to be a good one? So are you questioning the worthiness of your struggle? Well, the thing is, I'm sure you'd have a better chance than I would. Merkt euch das mit der Zukunft. You're wrong. Only you can do it, Yuri. That's what I think. Those who would wield power must also accept power's responsibility. If you see a tragedy in the making, my friend, it is your responsibility to try and stop it. There is no mistake in that. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Well, it's time for you to leave. Well, I'm glad we got the chance to talk. Yuri, may I ask you one thing? What? Where is this? I think it must be Japan. Yep. It's Katsuragi. It's called the Forest of Wind. Thank you.
Sie haben Amons Seele bekommen. Bevor es weitergeht, möchte ich mal was anmerken. Und zwar, ich finde das einfach fucking geil, dass die sich gesagt haben, im zweiten Teil des Spiels setzen wir ihn mal auf einer Bank mit dem Erzfeind aus dem ersten Teil. Und die quatschen miteinander. Ich find's irgendwie geil. Und irgendwie geil, dass mehr oder weniger im ersten Teil das dann so war, dass wir ziemlich scheiße gebaut haben, indem wir ihn aufgehalten haben. Ja. Aber ich glaube, das hatte auch noch andere Gründe, warum er aufgehalten werden musste. Ich habe es, wie schon gesagt, nicht bis zum Ende gespielt. Ich habe nur bis zu einem bestimmten Punkt gespielt und keine Ahnung, da hat man noch nicht so viel davon mitbekommen. Ich denke, es wird irgendwie sein, dass er nicht mit der Kraft von Amon klargekommen ist und was weiß ich nicht. Dass er irgendwie selber durchgedreht ist und er gestoppt werden musste. Naja, weiter im Text. Oh. I see. So Japan has accepted our conditions. Yes, Master. You have done well. I'm very pleased I entrusted the matter to you, my friend. Thank you, Master. Der sitzt irgendwie da wie so eine Winkelkatze. Russia is losing this war because lack of food and arms have devastated the morale of our frontline troops. We have the money, but unfortunately we do not have the supplies. I know. But soon now, Japan is going to begin a major offensive against the German Empire. Und im Zweiten Weltkrieg haben sie wieder angekrochen. Yesterday's enemy is today's friend, eh? Genau. Ishimura is no fool. Has that special envoy left Petrograd yet? No, Master. In fact, we have requested his presence at the banquet. Very well. Now, what do you know about America? Es They're ist still sehr weit weg. officially maintaining their neutrality, but it's only a matter of time before they enter the war. How can you be so sure? England and France are both exhausted. The only reason America has not yet entered the war is that they needed a proper pretense. And now they have such a pretense, Nikolai? Next week, a ship named the Lusitania is leaving New York bound for Liverpool. There's a rumor going around that it will be carrying a huge shipment of munitions. The German submariners will be forced to sink it, isn't that so? It will be England's sacrificial lamb. Clever. By the way, Nikolai, Sir? is it true that Lenny was killed on St. Marguerite? Nope. Yes, Master. I don't understand why you didn't stay and fight. Stimmt I allerdings. thought Lenny could handle matters himself. Dann bist du genauso intelligent wie Lenny. I see. But you knew how powerful he was, right? But still you sent Lenny alone to do battle with him. Yes. Well, I'm off to the celebration. I'm certain he'll show up again. Next time, Nikolai, you'll know what to do. Yes, Master. Very well. You may leave. Was will ich schon mal verraten.
Die Unterwürfigkeit ist absolut gespielt. So here you are. How's the bishop? He's still sleeping. The old guy may never wake up. Don't say things like that. What a pretty sunset. I guess. Are you feeling guilty? Look at all of them. Everyone praying as hard as they can so the bishop will be all right. He's an important man. If I hadn't come here, this valley would still be a nice, peaceful place. Und die Erde würde rauchen, oder wie? But then we couldn't save Russia. Oder generell die Think of Erde. Anastasia's family. It's your own mother's homeland. These guys deserve to be saved too. You're right. Everyone wants the same thing. To be just a little happier than they are now. Nothing big. Just food, shelter, and time to laugh and cry with the people they love. That's enough to make them happy. Happy? What does that even mean? Merkt euch das. Juri, Karin. Anastasia? Jovis, irgendwas mit Bischof Jovis. Und was ist mit dem Bischof? Er ist... Kommt schnell! Gut. Ich wollte aber eigentlich noch und so. Achso, ich darf noch und so. Hier müsste doch irgendwo noch was rumliegen. Oder habe ich das schon mitgenommen? Oh, das weiß ich. Naja. Auf jeden Fall. Kann sein, es zieht uns jetzt in eine Cutscene. Nein, tut's nicht. Ich guck mal, ob das schon geht, was ich mir denke, was gehen sollte. Wo war das? Ach, hier. Wenn das geht, lache ich. Wenn das geht, lache ich. Weil dann ist offiziell die Jagdsaison eröffnet. Also, auf einmal. Ich bin die Ringseele, der Wille des Urteilsrings, der Verwalter aller Schicksale. Hey, Ringgeist, hallo. Ich kann sie sehen, deine Zukunft. Dies möchte ich dir anvertrauen. Sie haben Angriffsschutz. Heute nimmst du es aber ernst. Der komplette Text und alles. Ich nehme es immer ernst. Die Ringseele hat als Figur nicht viel Einfluss, deshalb spiele ich sie hoheitsvoll. Ist nicht einfach. Ich muss noch 30 Jahre eine Hypothek abzahlen, muss Frau und Kind ernähren. Ich muss meinen Job ernst nehmen, okay? Ich versuche mein Bestes, Eindruck auf die Menschen, die ich treffe, zu machen. Warum machst du es mir so schwer? Machst dich über mich lustig? Ringgeist dies, Ringgeist das. Ich bin die Ringseele, okay? Ich werde es buchstabieren. R-I-N-G-S-E-E-L-E. Du bist so... Jetzt ist er ganz durchgedreht. Okay, ich schätze mal nicht. Beziehungsweise, kann ich hier hoch? Nein. Warum geht das nicht? Ich habe keine Ahnung, wann das überhaupt geht, was ich jetzt tun will. Ich würde lachen, wenn es... Ich gucke dann einfach nach der nächsten Cutscene nochmal. Wenn es dann geht, lache ich.
Dann ist wirklich die Jagdsaison eröffnet. Dann scheiß auf Amon. Ganz ehrlich. Wenn das funktioniert. Nein, das wird nicht. Nein, ich glaube, das geht dann erst ab dem zweiten Teil des Spiels. Bishop Jovis. I am happy to see you. Are you all right? Yes. We met Amon's soul like you told us to. We met your friend, too. Was he doing well? Yeah. He's having a great time. Is that right? You see, nothing to worry about. Just rest and get your strength back. No. This is the end for me. Dum dum You mustn't dum. say that. Yeah, come on. What would the people in this valley do here without you? That is for my followers to say, children. I have taught them everything that I can. Don't say that. Listen. The Dark Angel, Astaroth. Astaroth? Like Asmodeus. And Amon. He is another god of darkness. Someone has made a soul pact with him. Someone. I don't know who this person is. But when you meet them, beware. I can handle it. I'll drop him just like a bad habit. Bishop Jovis. Please. Forgive me. I swear to God, I didn't mean it. I never meant to sacrifice the people of this valley to save Russia. I hate it when people let others die just to get what they want. Listen to me. If, with my death, the people lose all hope, then my life has been in vain. But if I had someone to succeed me, I know that the valley would survive. Then, for the first time, it could be said that I live on among my people. Don't you think so? Wieder ein Übersetzungsfehler. My son. He who has willpower has the power to change the whole world. Whether that change be for good or for evil depends on the heart of that person. Merkt euch das. We're mortal. We live in fear and doubt. There's no shame in admitting that. When Albert died, he passed the world on to you. Du meinst damals in dem Vulkan. In Afrika. Now it's in your hands. Go to Russia. Only you have the power to save the young princess. Die übrigens anwesend ist. Die hört dich. Du musst nicht in der dritten Person von ihr reden. I swear it. I swear I'll beat Rasputin. When he's dead, I'll come back. Don't die on me. I'll try. Yuri! Brave soul. He takes upon himself the burden my friend and I bore together. Now I have finally fulfilled my promise. Now I can face my friend. Bishop? Please give him my thanks. Dum dum dum.
That day, Petrograd held a glorious celebration. Der Bischof ist tot. Juhu! A victory parade for the Tsar returning from his tour of the Eastern Front. Ach so, okay. Although much love for him was lost on that bloody Sunday of a decade ago. On this day, the people raised their voices in celebration of their Tsar. But like a candle burning more brightly the moment before it is snuffed out, it was glory tinged with tragedy. How on earth am I supposed to go to the banquet without even knowing if Anastasia is all right? What are you saying? But this is an important night for you. No, for all of Russia. Nothing is more important to me than the safety of my children. You must relax. Endlich mal ein intelligenter Mensch. I'm Edgar for more information about his co-conspirators. Aren't you even worried? Your beautiful daughter was kidnapped. Besides, Edgar treated Anastasia as his very own granddaughter. I can't believe he would be involved. But I saw it with my very own eyes. Those ruffians Edgar brought here were controlling Anastasia. She almost killed Alexei with a knife. Yes, you've told me that many times. Ich mag den Zar irgendwie. When this banquet is over, I'm going to question Edgar myself. There's no need, Your Majesty. Ah, Rasputin. Have you found anything? Yes. Tell me, Grigori. He was very tight-lipped, but I used hypnotism to learn of his companions. They're an organization intent on taking the life of the Tsar and his family. What? Is this true? Yes. Among them is a German noblewoman. She has strong military connections, so this may be part of an attempted coup. My cousin Wilhelm. Relax, Your Majesty. Surely it is our enemy's intention to shake the confidence of the Tsar. But how? Just attend the ball as if nothing is amiss. We must show the rest of the world the greatness and composure of Russia. Lord Grigori is exactly right. All the security for His Majesty and the royal family has been taken care of. Am Arsch. Very well. You're so wise, my lord. Halt die Fresse. Oh dear. Der Grund, warum ich den Zaren mag, weil der immer noch dann so da saß, wie nach dem Motto, das kann irgendwie nicht sein. Das macht keinen Sinn. Lass mich darüber nochmal nachdenken. Und vor allen Dingen der einfach so nach dem Motto, ja, halt die Fresse, Weib. So übelst geil. So, du mich auch. Der Typ ist toll. Also, ich hab nichts gegen Frauen, aber der Typ ist einfach so nach dem Motto, ja, du kannst auch viel reden, wenn der Tag lang ist. Ich will erst mir selbst Gedanken machen. Der Typ, ich feiere den. Keine Chance, wir kommen vorne nicht hinein. Ja. Dreimal dürft ihr raten, wie wir dann reinkommen. Prinzessin Anastasia, geht es euch gut? Ivan! Ihr könnt hier jetzt nicht hinein. Hier ist alles wegen des Banketts abgesperrt. Prinz Yusupow sagt, er hat einen Plan, er wartet auf euch an der Brücke vor der Stadt. Danke, Ivan, das vergesse ich dir nicht. Hört auf zu quatschen, ich will noch was machen, bevor ich die Folge beende. Dankeschön. Denn wir haben 130 Seelen.
Und wir wollen auch mal nachgucken, was wir denn jetzt so was Schönes bekommen haben. Und wir haben Amon. Ach ja, übrigens erstmal Amon. Gott der... Immer noch falsch übersetzt. Wrath ist nicht Rache. Wrath ist Zorn. Gott des Zorns umfasst alle Klassen. Leiht seine immense Macht nur denen, die mit starkem Willen sich nicht von der Zerstörungskraft verführen lassen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich mit Dings passiert. Mit Albert, Wesker, Simon. Der hat sich verführen lassen, bestimmt. So, machen wir mal das hier. Und jetzt, ihr müsst euch mal angucken, wie der Magie wirkt. Das ist so richtig doof. Ja, wir drehen mal ein bisschen. Sieht schon ziemlich fett aus. Ja. Skillliste sagt Dämonenstrahlen, klassenloser Sonderschaden, linear, mittel, eine Trefferfläche. Und vom Status her ist er, glaube ich, ja, er ist noch weitaus schwächer als die andere Version. Oh, heilige Scheiße. Na gut, Agilität hat er mehr als Barbarier. Intelligenz weniger, Power weniger, Glück weniger. Aber dazu haben wir ja diesen hier. Du kannst jetzt Auferstehung benutzen. Und ihr könnt euch schon denken, was Auferstehung bedeutet. Alle HP zurück und ein bewusstloser Verbündeter erweckt. Ja, ich glaube, das heilt einfach nur, also belebt einen bewusstlosen Verbündeten wieder und gibt die ganze HP halt wieder. So wie es da steht. Und noch ein drittes Mal. Level up! Ja, jetzt gucken wir mal noch nach dem Status. Ja, immer noch Schwäche, immer noch Schwäche. Mehr Agilität, mehr Intelligenz. Ne, weniger Intelligenz. Gleich viel Power. Ah, weniger Glück. Und vor allem der verbraucht mittlerweile 5 PP. Geil, ne? Ja, aber ich denke, solange wir ihn nicht noch ein bisschen gelevelt haben, werden wir ihn wahrscheinlich nicht benutzen. Na, scheiß drauf, ich werde ihn wahrscheinlich doch trotzdem benutzen. Und ich verbrate mal die letzten 10 Punkte immer auch noch. Bam. So, jetzt brauchen wir 70 Punkte, damit wir mal wieder leveln können. Aber das dann erst wieder im nächsten Part. Wir sind schon weit über Überlänge drüber hinaus. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, um mich zu unterstützen, gebt mir ein Abo und teilt das Video mit euren Freunden. Ja, lasst mal in den Kommentaren eure Meinung dazu da, zu dem ganzen Shit, der jetzt passiert ist. Und viel... Na okay, schreibt das nicht, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht könnt ihr ja schon erraten, wer diesen Seelenpakt mit Astaroth geschlossen hat, aber falls noch andere Leute das nicht kennen, dann wird das ja spoilern. Beziehungsweise muss ja nicht sein, dass ihr recht habt. Kann ja auch Evan sein, der den Pakt mit Astaroth geschlossen hat. Oder einer von den beiden Magimes. Oder Rumpelstilzchen. Naja, aber dann, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also dann, ciao Freunde.